7 unkomplizierte Salatsoßen ohne Mayonnaise. Wie man die zaubert, zeige ich in diesem Video. Nummer 1. Eine klassische, original französische Vinaigrette. Das heißt so viel wie kleine Essigsoße. Man sollte diese Soße aber nicht mit einem French Dressing verwechseln. Dafür gebe ich in ein Schraubglas ein Teil Senf. Für die Optik mische ich den Senf gerne mit etwas grobem Senf. Dazu kommt ein Teil Essig eurer Wahl, also gerne auch Apfelessig, und darüber kommen 3 Teile Öl, das kann Olivenöl sein oder ein neutral schmeckendes Öl, wie zum Beispiel Distelöl. Jetzt wird noch gesalzen und gepfeffert. Das Glas wird sicher verschlossen und nun kräftig geschüttelt. Richtig kräftig. Das kann ich hier leider nicht im Video zeigen, aber so sieht die Soße nach dem Schütteln aus. Im Kühlschrank hält sie sich problemlos mehrere Wochen und bei Bedarf entnehme ich einfach ein paar Löffel und gebe sie über meinen Salat. Diese Soße passt zu fast allen Salaten, wie ich schon gesagt habe. Wer will, kann dann auch noch frische Kräuter je nach Jahreszeit dazugeben oder auch nicht. Hier sind die Zutaten. Französische Vinaigrette. Ein Teil Senf, ein Teil Essig, 5% Säure, 3 Teile Öl, Salz und Pfeffer. Nummer 2. Schlesische Kräutersoße. Diese Soße ist ein Familienrezept meiner Oma. In eine Schüssel gebe ich den Saft einer halben Zitrone, also ungefähr 2 Esslöffel. Dazu kommen 2 Esslöffel neutral schmeckendes Öl, wie zum Beispiel Distelöl. 1 Teelöffel Zucker, und der kann leider nicht weggelassen werden, Pfeffer und Salz. Alles wird schon mal verrührt, damit sich Zucker und Salz auflösen können. Das Grün einer Frühlingszwiebel wird in feine Ringe geschnitten und in die Soße gegeben, sowie 1 Esslöffel Petersilie, die ich immer fertig vorbereitet eingefroren habe. Das gleiche gilt für den Dill. 1 Esslöffel in feine Stücke geschnitten. Jetzt kommt die Geschmacksrichtung, die dem Ganzen die eigene Richtung gibt, nämlich in feine Streifen geschnittene Blätter der Zitronenmelisse. Ich habe immer ein paar Pflanzen im Kübel bei meiner Rose, das vertreibt Ameisen, und aus den getrockneten Blättern hat meine Oma immer einen wunderbaren Tee gemacht. Die Soße wird verrührt und kurz vor dem Servieren über den grünen Salat gegeben. Ich finde, sie passt besonders gut zu Fischgerichten, man kann sie aber auch zu Fleischgerichten essen. Schlesische Kräutersoße für grünen Salat für 2 Portionen. Saft einer halben Zitrone, 1 bis 2 Esslöffel. 2 Esslöffel Öl, neutral. 1 Teelöffel Zucker, nicht optional. Salz, Pfeffer, eine Frühlingszwiebel, jeweils 1 Esslöffel gehackte Petersilie und Dill. 10 fein geschnittene Blätter Zitronenmelisse. Nummer 3. Joghurtdressing für grünen Salat für 2 Portionen. In eine Schüssel gebe ich 2 Esslöffel Joghurt, den Saft einer halben Zitrone, also 1 bis 2 Esslöffel, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer. Alles wird schon mal verrührt, dann kommen die Kräuter dazu, 1 Esslöffel gehackte Petersilie, welche ich immer tiefgefroren vorrätig habe, Zwiebelröhrle, das ist der obere Teil einer Frühlingszwiebel, der in feine Scheiben geschnitten wird. Des Weiteren gebe ich noch Estragon dazu, den ich hacke. Man kann natürlich auch getrockneten Estragon nehmen. Dann sollte die Soße aber noch 10 Minuten ziehen, damit sich das Aroma der getrockneten Kräuter entfalten kann. Die Kräuter werden unter die Soße gerührt. Falls diese zu dickflüssig sein sollte, gibt man noch 1 Esslöffel Wasser dazu. Kurz vor dem Essen wird die Soße über den Salat gegeben und alles wird vermengt und sofort serviert. Diese Soße mache ich immer frisch. Durch die Zugabe des Estragons passt sie sehr gut zu Fleischgerichten. Bei uns gab es Hühnerschnitzel dazu. Hier sind die Zutaten. Joghurtdressing für grünen Salat für 2 Portionen. 2 Esslöffel Joghurt, 10% Fettgehalt. 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 Esslöffel gehackte Petersilie, eine Frühlingszwiebel, nur das Grün, ersatzweise Schnittlauch oder eine kleine Schalotte. Etwas gehackten Estragon. Nummer 4. Zu Karottensalat mag ich weder Joghurtdressing noch Vinaigrette. Hier eine leichtere Variante.
In eine Schüssel gebe ich 1 Esslöffel Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 2 Esslöffel neutral schmeckendes Öl. Öl ist bei Karotten wichtig für die Vitamine, Thymian und einen halben Teelöffel Senf. Alles wird verrührt und über die geriebenen Karotten gegeben. Am besten lässt man den angerichteten Salat noch eine Stunde ziehen. Nummer 5. Im Sommer essen wir gerne Melone mit Schinken und Mozzarella. Ich greife auf eine leichte Soße zurück, aber ich habe einen besonderen Trick. Das Innere einer halben Cantaloupe-Melone werden in ein Sieb gegeben. Mit einem Löffel zerreibe ich alles und fange den überschüssigen Saft auf. In den Saft gebe ich den Saft einer halben Zitrone, dazu kommen Pfeffer und 2 Esslöffel Olivenöl. Alles wird verrührt und wird auf den angerichteten Salat, dem Schinken und dem Mozzarella verteilt. Gewürzt wird mit Zwiebelgrün, das in feine Ringe geschnitten wurde. Gesalzen wird zum Schluss mit grobem Meersalz. Die leichte Säure dieser Zitronensoße rundet den Salat hervorragend ab. Wer möchte, kann auch noch ein paar Zitronenzesten darüber geben. Soße für Melone mit Schinken und Mozzarella für 2 Portionen. So viel Saft, wie sich aus dem Kerngehäuse herauspressen lässt, 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Olivenöl, Pfeffer, Salz, eventuell Zitronenzesten. Nummer 6. Joghurtdressing für Kartoffelsalat. Wer lieber Mayonnaise machen möchte, für den habe ich hier eine einfache Anleitung, wie man Mayonnaise warm aufschlagen kann. Für das Joghurtdressing gebe ich in eine Schüssel 100 Gramm griechischen Joghurt, 1 Esslöffel Essig, 1 Teelöffel Senf sowie 3 Esslöffel neutrales Öl, eine sehr großzügige Menge Salz, denn die Pellkartoffeln werden davon einiges aufnehmen, sowie Pfeffer. Alles wird nun verrührt, denn das Öl ist natürlich noch von Joghurt und Essig getrennt. Das Vermischen geht aber ziemlich einfach und man kann vielleicht sehen, wie sich hier die Konsistenz des Joghurts verändert und er gleicht eher einer Mayonnaise, aber mit viel weniger Fett. Man bereitet nun seine Kartoffeln wie gewohnt vor, schneidet sie in Würfel, gibt zum Beispiel Frühlingszwiebeln, klein geschnittenen Apfel und Gewürzgurken dazu und mischt alles unter. Beim ersten Abschmecken kann der Kartoffelsalat ruhig ein bisschen zu salzig schmecken. Man sollte ihn jetzt noch mindestens 1 Stunde stehen lassen und in dieser Zeit werden die Kartoffeln noch Salz aufnehmen. Vor dem Anrichten gebe ich gerne noch klein geschnittene Tomaten dazu oder noch besser gegrillte eingelegte Paprika. Joghurtdressing für Kartoffelsalat für 4 Portionen. 100 Gramm Joghurt, 10% Fett, 1 Esslöffel Essig, man kann auch Zitronensaft nehmen, 1 Teelöffel Senf, 3 Esslöffel Öl, Salz, Pfeffer, Kräuter nach Vorliebe, zum Beispiel Frühlingszwiebel oder Schnittlauch, Apfel, Gewürzgurken, eingelegte Paprika. Wie man eingelegte Paprika macht, zeige ich in diesem Video. Nummer 7. Kartoffeldressing zu grünem Salat. Ein sehr ausgefallenes Dressing, aber ganz einfach zu machen. Für 2 Portionen gebe ich in eine Schüssel 150 Gramm Brühe. Dazu wird 1 Esslöffel Essig gegeben und das Ganze wird aufgekocht und abkühlen gelassen. So verliert der Essig seine dominante Schärfe. Auf einem Teller wird eine gekochte Kartoffel zerdrückt, Salz und Pfeffer. Dazu kommt klein geschnittene Frühlingszwiebel sowie gehackte Petersilie und alles wird in die mittlerweile etwas abgekühlte Brühe-Essig-Mischung gegeben. Wenn ich die Soße umrühre, könnt ihr sehen, dass sie noch nicht sämig genug ist. Deswegen wird sie kurz, also bei mir für 15 Sekunden, mit einem Pürierstab aufgemixt. Der zerschlägt die Kartoffeln, sodass die Soße jetzt perfekt cremig ist. Hier ist grüner Salat. Man kann die Soße kurz vor dem Essen einfach darüber geben. Zusammen mit kross gebratenem Frühstücksspeck und ein paar Nüssen ergibt das eine wunderbare Vorspeise. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Anregung gefunden und braucht nun keine fertigen Salatsoßen mehr zu kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.